Im heutigen Video dreht sich alles rund um das Thema Pigmente. Und ich habe jetzt einfach mal stellvertretend für das Thema des Videos mal so ein paar von meinen Pigmenten rausgekramt und einfach mal hier so ein bisschen hingeschmissen. Die gibt es ja in allen möglichen Varianten und ja, ich liebe Pigmente, ich kann nie genug davon kriegen, sage ich euch ganz ehrlich. Und ich hole die auch regelmäßig hervor und probiere damit rum. Ich liebe einfach die Effekte und ich arbeite gerne mit Pigmenten. Und deswegen dachte ich mir, dass es vielleicht auch ganz cool wäre, einfach mal ein Video zu machen, in dem ich euch zeige, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, Pigmente zu verarbeiten. Und ja, die ein oder andere Sache ist vielleicht für euch auch neu. Und von daher, wer da jetzt Lust drauf hat, sich inspirieren zu lassen, der kann gerne dranbleiben. Ich fange jetzt mal mit der gängigsten Methode an, wie man Pigmente so verwendet. Und da habe ich mir hier so eine Grundfarbe rausgesucht. Das ist dieser wunderschöne Lack von Passione. Den habe ich versiegelt und dann 25 Sekunden circa in der Lampe aushärten lassen. Und dann kann ich jetzt in die Oberfläche das Pigment einreiben. Das mache ich immer gerne mit so einem Silikontool hier. Und dann gehe ich immer noch gerne mit dem Finger hinterher, um das nochmal so ein bisschen einzureiben und zu polieren. Und dann hat man einfach so einen wunderschönen Effekt auf dem Nagel. Also ich liebe das einfach. Ich finde das so, so schön. Und ja, kann man natürlich ja auch variieren mit Farben und Untergründen. Man kann das ja auch mit Cat Eye kombinieren und alles Mögliche. Also da hat man ja unendlich viele Varianten, die man da eben machen kann. Und deswegen finde ich Pigmente eben auch so, ja, so schön und benutze die so gern. Ich tue das jetzt noch mal ganz kurz in die Lampe, weil ich dann immer denke, dass der Topcoat das Pigment noch mal so ein bisschen mehr festhalten kann. Und dann könnte man das eben so lassen. Oder man geht zum Beispiel noch mal mit so einem bisschen standfesteren Gel drüber. Und dann kann man einfach so einen schönen, clean 3D-Effekt erstellen. Man kann hier auch so ein bisschen so geschwungene Linien mit reinbringen. Ne? Da kann man ja auch wieder ganz individuell gestalten. Und das gebe ich jetzt auch noch mal so 25 Sekunden in die Lampe. Und wenn das dann eben die 25 Sekunden gehärtet hat, hole ich es wieder raus und dann cleaner ich das erstmal, weil dieses Gel vor allen Dingen auch recht klebrig rauskommt. Und wenn ich dann jetzt direkt das Pigment auftragen würde, dann wird das gar nicht so glänzend, sondern halt eher so stumpf. Und ich mache das eben generell so, dass ich immer erst nochmal abcleaner, bevor ich das Pigment auftrage. Und das funktioniert für mich auch sehr gut, deswegen bleibe ich auch dabei. Und jetzt hat man eben hier diese Struktur erschaffen und wenn man dann jetzt eben nochmal mit dem Pigment hier drüber geht, dann ja, sieht man das halt so ein bisschen 3D. Und das zum Beispiel finde ich ist halt auch so ein richtig cooler Effekt, den man da erstellen kann. So sieht das jetzt fertig versiegelt aus. Und ja, ich finde, das ist einfach so ein richtig schöner Effekt. Ja, ich mag das. Genau, so viel zum Pigment einreiben, was jetzt die erste Methode wäre. Die zweite Methode, die ich euch zeigen will, wäre das hier. Da habe ich nämlich letztens so ein bisschen rumgespielt und dabei ist das rausgekommen und das finde ich sieht auch echt cool aus, oder? Genau, da würde ich euch jetzt zeigen, wie ich das gemacht habe. Und dafür habe ich mir hier schon mal so einen schwarzen Tipp vorbereitet. Dann nehme ich jetzt einfach ein bisschen Topcoat und den trage ich jetzt dünn hier auf. Und dann brauche ich einfach so einen kleinen Pinsel, mit dem nehme ich so ein bisschen von dem Puder auf, ne, dass da hier so ein bisschen was dran hängt. Und dann gehe ich einfach hier drüber und klopfe so ein bisschen vorsichtig auf den Pinsel. Und dann fängt das Pigment eben an, hier runter zu rieseln auf den Tipp in den feuchten Topcoat. So,
Jetzt saugt sich das Pigment so ein bisschen mit Topcoat voll und den Überschuss, den man dann hier noch so hat, den klopfe ich einfach runter. Wieder zurück am besten. Und dann ergibt das nämlich so ein richtig cooles Muster und auch so einen echt schönen Effekt. Vor allen Dingen, wenn man eben hier so ein Metallic-Pigment nimmt. Und das würde ich jetzt erstmal härten und gebe jetzt gleich mal noch eine Schicht in die nächste Schicht drüber. Mal hier so ein Pearly-Pigment. Mal gucken, wie das dann aussieht. Bei dem hier habe ich das nämlich auch so gemacht. Da habe ich unten drunter so ein Metallic-Pigment und oben drüber, das ist eben eher so ein Pearl-Pigment. Und ich finde, der Effekt ist richtig cool. Mal gucken, wie das jetzt mit den zwei Farben hier harmoniert. Ich gehe jetzt eben nochmal mit dem Topcoat hier drüber. So ein kleines bisschen verschwimmt das Pigment schon, aber finde ich jetzt nie ganz so tragisch. Und jetzt gucken wir mal, wie das hier oben drüber aussieht. Genau, und wenn man das eben aufgestreut hat, dann muss man erstmal so kurz warten, bis sich das so ein bisschen verschmilzt miteinander. Man könnte das jetzt rein theoretisch auch alles in einen Topcoat reinmachen, also eben nie erst härten und beide Farben rein. Aber dann kann es halt passieren, vor allen Dingen, wenn man das so ein bisschen nah beieinander macht, dass das sich vielleicht komisch vermatscht. Deswegen habe ich jetzt die Variante gewählt, aber da kann man einfach auch so ein bisschen rumspielen und gucken, wie es eben für ihn gut funktioniert. Kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, ja, wie man es eben machen will. Ich habe es jetzt in 2 Schichten gemacht. Und jetzt will ich den Überschuss wieder so ein bisschen abklopfen und härte das jetzt wieder in der Lampe aus. Ich habe jetzt eben selber noch mal kurz rumgespielt und man kann auch, wenn man möchte, einfach hier noch mal drüber cleanern, wenn man das aus der Lampe geholt hat, dann sieht das ja immer noch so aus, so dieser Effekt ist ja immer noch da, dass wenn ihn das stört, dass wenn man dann versiegelt, dass man das Pigment eventuell noch so ein bisschen halt runterzieht, also dies, was vielleicht jetzt nicht so ganz im Topcoat mit drin erfasst wurde und eben beim Abklopfen nie entfernt wurde, sich dann so ins Schwarz verzieht, sage ich mal. Also, ne? Habt ihr ja gerade gesehen. Bei dem Grün ist das ja so ein bisschen passiert. Also man kann auch cleanern und dann passiert eben das nie. Und also jetzt mal ganz ehrlich, was sagt ihr zu dem Effekt? Ich bin absolut begeistert. Hier sind jetzt nochmal alle Nägel nebeneinander. Ja, man kann da eben auch wieder die verschiedensten Farben kombinieren, wie man will. Und eben zum Beispiel wie auch hier dann noch mit so einem Sticker oder so kombinieren. Das finde ich auch richtig cool. Ja, und so kann man sich wirklich richtig schön einfach auch eine ganz coole Nail Art erschaffen mit Pigmenten. Genau, als nächstes nehme ich mir wieder meinen Tipp. Werde jetzt so ein bisschen dünn einfach so Base auftragen. Und die härte ich jetzt aus. Und was man das dann jetzt eben machen kann, ist zum Beispiel einfach so ein bisschen in die klebrige Schicht der Base das Pigment eintupfen zum Beispiel, so punktuell. Ich mache das jetzt einfach mal mit dem Finger. Da könnte man jetzt auch einen Pinsel nehmen oder irgendwas anderes, was einem einfällt. Und dann kann man das halt auch so richtig cool punktuell mit dem Finger auftupfen und das sieht doch auch schon richtig genial aus. Ich mache jetzt einfach mal noch eine andere Farbe dazu, zum Beispiel Rot. So sieht das versiegelt jetzt aus. Und das finde ich auf jeden Fall auch richtig cool. Da kann man auch richtig schön damit rumspielen. Genau, wir hatten jetzt ein Reiben, ein Streuen, ein Tupfen und jetzt kommt noch ein Mischen. Genau, man kann das natürlich auch mit Topcoat zum Beispiel vermischen, das Pigment.
Das ist jetzt für mich nie so die bevorzugte Art und Weise, es zu benutzen. Aber ich wollte es der Vollständigkeit halber, genau, einfach nochmal mit erwähnt haben. Man kann ja prinzipiell einfach hier sich so ein bisschen Topcoat hernehmen. Und dann nimmt man sich hier so ein Pigment und vermischt das damit. Und dann kann man eben sich einfach einen Pinsel nehmen und das Pigment so komplett aufstreichen. So zum Beispiel. Aber ja, wie gesagt, das wäre jetzt nie meine Wahl, wie ich da mit dem Pigment umgehen würde. Man kann auch sagen, man malt damit. Ja, da kann man jetzt eben auch irgendwelche Muster auf den Nagel bringen. Mit einem anderen Pigment wäre das vielleicht ein bisschen spektakulärer. Das ist jetzt nun eher halt nur so ein relativ schlichtes Braun. Da habe ich jetzt aber auch noch gar nie so großartig experimentiert, was das Einmischen angeht, weil ja, ich wiederhole mich, aber das ist jetzt eben nie meine favorisierte Art und Weise, so ein Pigment zu verwenden, aber man kann es machen, wenn man will, und deswegen wollte ich es wenigstens mal kurz gezeigt haben. Dann geht es prinzipiell jetzt auch schon zur letzten Möglichkeit, nämlich mit dem Pigment stempeln. Und das finde ich ist auch nochmal so eine richtig coole Sache. Da zeige ich euch 3 verschiedene Möglichkeiten noch, wie man das machen kann. Fürs Stempeln habe ich jetzt mal die 3 Tipps hier fertig gemacht, und damit es nie so schwarzlastig wird, habe ich mir einfach mal ein paar Farben ausgesucht. Das sind diese 3 hier von Passione. Genau, und ich werde jetzt 2 davon noch mattieren, und für eine Variante, wie man das dann verwenden kann, da muss man das nie machen. Also ich trage jetzt hier matten Topcoat auf, werde aber trotzdem nochmal gleich mit dem Buffer nochmal kurz hinterhergehen. Und wie gesagt, für die eine Variante muss ich nie mattieren. Ich kann ja auch eigentlich da schon mal die Grundierung auftragen, was in dem Fall wieder ein Basecoat ist, weil ich die klebrige Schicht davon brauche. So, alles ist fertig. Hier 2 mattierte eben und dann einmal der mit dem Basecoat. Das ist jetzt alles ausgehärtet und fertig gemacht eben. Ich beginne jetzt mit diesem klebrigen einfach mal. Und dann nehme ich mir jetzt hier so ein metallisches Pigment. Und das kann man auf die Schablone direkt auftragen. Und so ein bisschen hier in dem Muster verteilen. Und dann nimmt man sich auch hier so einen Abzieher und zieht den Überschuss so ein bisschen runter. Und dann kann man den Stempel nehmen, das Motiv. Mit so ein bisschen Druck, würde ich sagen. Das ist am besten. So aufnehmen. Und dann kann man das eben auf diese klebrige Schicht von dem Basecoat ganz einfach übertragen. Da kann man auf jeden Fall auch richtig coole Sachen erstellen, denke ich mal. Das habe ich jetzt auch noch nie so oft gemacht. Oder was heißt noch nie so oft? Ich glaube eigentlich mal noch gar nie. Nee, mit Pigmentenstempeln, wenn ich jetzt mal so bedenke, habe ich jetzt noch gar nie ganz so viel am Hut gehabt. Die nächste Möglichkeit ist jetzt, dass man das Pigment auf dem Stempel hier so, naja, auch so wie ein bisschen einreibt, verreibt. So, und jetzt gehe ich hier auch noch mal mit dem Finger vorsichtig drüber, weil da darf jetzt nie irgendwie an der Stelle zu viel Pigment sein, sonst funktioniert das dann vielleicht nie ganz so gut. Deswegen einfach noch mal mit dem Finger so ein bisschen drüber. Dann hat man eben hier so eine dünne Schicht Pigment auf dem Stempel. Ich habe jetzt auch wieder dasselbe Pigment genommen, damit man dann auch so ein bisschen vielleicht die Unterschiede der Technik erkennen kann. Also wie gut oder schlecht es eben funktioniert hat oder wie unterschiedlich es aussehen kann. Hier nehme ich jetzt einen ganz normalen Stempellack in Schwarz
Und den trage ich jetzt hier auf das Motiv auf. Und jetzt muss man sich wirklich so ein bisschen beeilen. Man zieht einmal gründlich ab, geht dann mit dem Stempel und auch so ein bisschen mehr Druck über das Motiv. Und dann muss man das auch relativ schleunigst übertragen. So erstmal. Das lasse ich jetzt kurz ein paar Sekunden nochmal eben so ein bisschen antrocknen. Man kann zum Beispiel in der Zeit schon mal den Stempel sauber machen. Einfach mal kurz hinstellen und warten, vorsichtshalber. Es ist jetzt eben noch relativ unsauber. Und man kann jetzt aber mit der Zellette und Cleaner einfach mal so ein bisschen vorsichtig hier drüber gehen. Und dann hat man nämlich den Überschuss jetzt entfernt und jetzt sieht das Motiv eben so richtig klar aus. Und die letzte Methode ist einfach so einen UV-Stempellack zu benutzen. Das ist prinzipiell eben auch ganz simpel. Man trägt den aufs Motiv auf. Das habe ich auch doch schon hin und wieder mal gemacht, weil es einfach auch einen coolen Effekt ergibt. So, dann zieht man ab. Nimmt auch wieder das Motiv auf und kann dann eben auch ganz in Ruhe stempeln. So hat man das Motiv jetzt erstmal übertragen. Und das geht jetzt in die Lampe für, ich sag mal, auch halbe Minute würde ich jetzt mal einfach machen. Das passt dann schon. Ist jetzt auch schon eine Weile her, wo ich den mal benutzt habe. Aber halbe Minute müsste passen. Der ist jetzt nicht so stark pigmentiert, dass der da irgendwie nie aushärten würde oder so. So, da ist er. Und dann nimmt man sich eben das Pigment und kann das hier einreiben. Und so sieht das dann aus. Hier sind jetzt nochmal alle nebeneinander und die zwei hier drüben, hier habe ich das nochmal probiert gehabt, wenn man nur das Puder aufträgt und dann abzieht, ob man das vielleicht noch so ein bisschen sauberer hinbekommt, aber man hat immer irgendwo, sage ich mal, so ein bisschen Puder, was eben ja außerhalb des Musters da irgendwo rumschwirrt, wodurch die ganze Sache halt eher so ein bisschen unsauber aussieht, aber kommt natürlich auch immer so ein bisschen drauf an, was man letzten Endes dann auch ja machen will. Von daher kann das trotzdem eventuell eine Methode sein, die man eben mal benutzen kann. Und hier drüben, das hier war ja der UV-Lack. Das ist halt wirklich die entspannteste Methode, weil man sich ewig viel Zeit lassen kann. Und man könnte jetzt natürlich auch sagen, man trägt eben verschiedenfarbige Pulver auf oder Pigmente. Ja, die hier finde ich ist jetzt für mich so erstmal also die Methode mit dem schönsten Ergebnis. Da finde ich das Muster am besten übertragen und auch eben das Pigment. Ja, aber da muss man sich halt wirklich so ein bisschen beeilen, damit das eben nie wegtrocknet, dass man das noch schön übertragen kriegt. Genau, ich finde, es hat jede Methode so ein bisschen was für sich. Und ja, das sind jetzt hier nochmal die gesammelten Werke. Und ich finde, man kann mit Pigmenten einfach richtig coole Sachen machen. Deswegen ist das auf jeden Fall auch so eine favorisierte Nail Art von mir. Ihr könnt mir gerne mal sagen, was ihr noch so vielleicht mit Pigmenten macht, was ich jetzt hier gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und ja, ansonsten war vielleicht die eine oder andere Sache dabei, die ihr auch selbst vielleicht noch gar nicht ausprobiert habt. Und von daher hoffe ich, dass das Video so ein bisschen interessant war. Und ja, dann war es das an der Stelle jetzt erstmal. Und dann bedanke ich mich fürs Einschalten und freue mich, wenn ihr am nächsten Video wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao.